Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich zeige Ihnen heute die Bohrzyklen der Winmax-Steuerung. Wir widmen uns damit dann heute mal wieder einem Basic der Winmax-Programmierung. Wie Sie Bohrzyklen für sich programmieren können und optimal parametrisieren können, zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten. Vor allem die bis jetzt nicht ganz so oft genutzten Bohrzyklen, wie das benutzerdefinierte Bohren und das Bohren auf einer Mantelfläche, werde ich Ihnen in den kommenden Minuten zeigen. Wie Sie diese und alle anderen Bohrzyklen programmieren können, zeige ich Ihnen wie immer direkt an der Konsole. Bei den Bohrdatensätzen der Winmax-Steuerung handelt es sich um eine Standardfunktion. Aber auch bei der Programmierung dieser Datensätze gibt es einige Hinweise zu beachten. Eine erste Faustformel ist hier zum Beispiel die Tatsache, dass Sie jedes Bohrbild auch als einzelnen Datensatz programmieren können. In die Programmierung können Sie über den Softkey F3 Werkstück Programmierung und dem Softkey F2 Bohren wechseln. Jeder Bohrdatensatz, den Sie programmieren, muss aus mehreren Bohrvorgängen bestehen. Zunächst muss in chronologischer Reihenfolge programmiert werden, was Sie bearbeiten möchten. Dies können Sie über die Softkeys F1 bis F4 tun und im Anschluss, wo bearbeitet werden soll, über die Softkeys F5 bis F7. Bei unserem heutigen Beispiel handelt es sich um eine absolute Standardanwendung, und zwar um eine M6er Gewindebohrung, die zunächst über Zentrieren, Bohren und abschließend das Gewindeschneiden gefertigt werden soll. Alle hierfür notwendigen Bohrvorgänge können in einem Datensatz programmiert werden. Wir starten über den Softkey F1 Bohren mit einem Zentrierzyklus. Hier gibt es zwei verschiedene Zyklen zur Auswahl. Entweder das Zentrierbohren oder das NC-Anbohren. Beide Zyklen funktionieren prinzipiell völlig identisch. Lediglich die Bezeichnung unterscheidet sich. Die unterschiedlichen Bezeichnungen der Zyklen dienen dazu, sie in der Programmübersicht über die Taste Korrektur auch unterscheiden zu können. In unserem Beispiel nutzen wir den Zyklus NC-Anbohren. Diesen Bohrvorgang können wir nun wieder mit Leben füllen. Wir arbeiten in unserem Beispiel mit einer Z-Startkoordinate von 2 und einer Z-Unten-Koordinate von -2. Wenn Sie jetzt noch Ihr Werkzeug eingeben, wodurch auch Ihre Drehzahl und Ihr Eintauchvorschub definiert werden, haben Sie Ihren ersten Bohrvorgang vollständig parametrisiert. Im Anschluss können Sie über den Softkey F2 nächster Bohrvorgang zur nächsten Bearbeitung wechseln. In unserem nächsten Bohrvorgang möchten wir die Kernlochbohrung des Gewindes herstellen. Hierzu können Sie über den Softkey F1 den einfachen Bohrzyklus verwenden. Ihre Z-Startkoordinate wurde bereits aus dem Zentrierbohrvorgang übernommen. Sie können sie aber auch jederzeit nacheditieren. Nach der Eingabe unserer beispielhaften Bohrtiefe von Z unten -20 und der Eingabe eines Beispielwerkzeugs können Sie verschiedene Bohrzyklen auswählen. Dieser Parameter definiert den auszuführenden Bohrzyklus. Sie können hier zwischen dem Zyklus Standard, bei dem nach jeder Stufentiefe eine Rückzugsbewegung zur Z-Startkoordinate durchgeführt wird, und dem Zyklus Spanbrechen, bei dem lediglich eine Verweilzeit von 2 Umdrehungen am Grund der Bohrung nach jeder Stufentiefe ausgeführt wird, wählen. Bei einer eingegebenen Stufentiefe von 0 werden beide Zyklen identisch durchgeführt. Wenn Sie Ihren gewünschten Bohrzyklus ausgewählt haben, können Sie über den Softkey F2 nächster Bohrvorgang Ihren letzten Arbeitsschritt definieren. Wir wählen wieder über den Softkey F2 das Gewindebohren. Für die Herstellung eines Gewindes durch einen Bohrzyklus gibt es in der Winmax-Steuerung zwei verschiedene Zyklen. Einmal das Standardgewindebohren, bei dem das Werkzeug zwingend in einer Halterung mit Längenausgleichsfunktion eingespannt werden muss. Am Anfang des Zyklus wird keine Orientierung durchgeführt, wodurch ein Nachschneiden am Programmende nicht möglich ist. Der Zyklus ist allerdings etwas schneller als der zweite Zyklus, dem Synchrongewindebohren. Bei diesem Zyklus muss das Werkzeug zwingend in eine feste Aufnahme eingespannt werden, also ohne Längenausgleichsfunktion. Am Anfang des Zyklus wird eine Orientierung der Spindel durchgeführt, wodurch auch ein Nachschneiden ermöglicht wird. Wir nutzen das Synchrongewindebohren. Beim Gewindebohren sollte die Z-Startkoordinate dreimal
Steigung über der Werkstückoberfläche liegen. Dies bewirkt, dass die Steuerung den Vorschub und die Drehzahl ideal synchronisieren kann. In unserem Beispiel also 3 mal 1 mm. Wenn Sie im Anschluss an die Eingabe Ihrer Z-Unten-Koordinate und Ihres Werkzeuges noch Ihre Stufentiefe parametrisieren, haben Sie auch diesen Bohrvorgang komplett programmiert. Über den Softkey F2, nächster Bohrvorgang, können Sie im Anschluss über die Softkeys F5, Teilkreis und F6, Bohrposition, Ihre nächsten Bohrvorgänge programmieren. Diese definieren nun, wo die Bohrungen ausgeführt werden. Wir beginnen mit dem Teilkreiszyklus. Dieser definiert immer einen Vollkreis, auf den die Anzahl der Bohrungen, in unserem Beispiel 8 Bohrungen, gleichmäßig aufgeteilt werden. Der X- und Y-Mittelpunkt unseres Beispiels liegt bei 0 und wir haben einen Radius von 30 mm. Der Parameter Drehung aus Ursprung definiert die Lage der ersten Bohrung in Bezug auf die positive X-Achse. Über die Bohrungen auslassen Funktion können Sie einzelne Bohrungen aus der Liste der zu fertigenden Bohrungen entfernen. Im Anschluss können Sie über den Softkey F2 weitere Bohrvorgänge wieder neue Bohrpositionen definieren, also zum Beispiel weitere Teilkreise oder, wie in unserem Beispiel, einmal den Bohrvorgang Bohrposition. Nach der Eingabe beliebiger Bohrpositionen können Sie jetzt in der Programmübersicht Ihren kompletten Bohrdatensatz und alle Bohrvorgänge sehen und auch simulieren. Wir haben die Grafik so eingestellt, dass bei jedem Werkzeugwechsel angehalten wird. Sie können so nun schön sehen, dass zunächst alle Bohrungen zentriert werden, im Anschluss gebohrt werden und abschließend mit dem Gewinde nachbearbeitet werden. Wenn Sie die Programmierung, wie Ihnen im Beispiel angezeigt, verwenden, werden die Bohrungen schon werkzeugwechseloptimiert durchgeführt. Gerne können Sie aber auch, gerade bei der Verwendung von Musterdatensätzen, unsere Werkzeugwechseloptimierung nutzen. Hierzu können Sie sich gerne unser Tutorial auf unserem YouTube-Channel anschauen. Widmen wir uns nun etwas den unbekannteren Bohrzyklen der Windmax-Steuerung, wie zum Beispiel über den Softkey F1 Bohren, dem Tieflochbohren. Diesen Zyklus können Sie nutzen, wenn Sie zum Beispiel mit langen Einlippenbohrern arbeiten. Zu dem normalen Z-Start- und Z-Unten-Wert kommt hier noch ein Z-Oben-Wert dazu, der eine zusätzliche Arbeitsebene bildet. Diese besitzt auch einen eigenen Vorschubparameter und eine eigene Drehzahl, bei der Sie zum Beispiel auch mit einer Drehzahl von 0 arbeiten können oder mit einem negativen Wert eine Drehrichtungsumkehrung bewirken. Allgemein dient dieser Z-Oben-Parameter dazu, dass zunächst bis zu Z-Start mit einer eigenen Drehzahl und einem eigenen Vorschub eingetaucht werden kann, bevor dann der unter Bohrtyp ausgewählte Bohrzyklus mit dem normalen Schnittwerten performt werden kann. So kann zum Beispiel ein langer Einlippenbohrer zunächst mit einer eigenen Drehzahl und einem eigenen Vorschub in eine Pilotbohrung eintauchen. Hierdurch kann das Abknicken eines solchen Werkzeugs verhindert werden. Das benutzerdefinierte Bohren finden Sie über den Softkey F1 Bohren unter dem Softkey F7. In diesem Bohrvorgang können Sie wirklich jeden einzelnen Bearbeitungsschritt Ihrer Bohrung parametrisieren. Hierfür haben Sie im oberen Bereich die verschiedenen Registerkarten zur Verfügung. Wir beginnen mit der Registerkarte Eintritt, in der der obere Bereich der Bohrung von Z-Start bis zu Z-Eintritt parametrisiert werden kann. Über die Registerkarte Durchbruch können Sie im Anschluss in den mittleren Bereich der Bohrung wechseln. In dieser Registerkarte stehen Ihnen zu Ihrer Z-Koordinate noch Ihre Bohrzyklen, die Stufentiefe und mehrere Rückzugsparameter zur Verfügung. Der Parameter Eingang-Rückzugsebene definiert, ob die Rückzugsbewegung im Eingang oder im Vorschub durchgeführt werden soll. Und der Stufenrückzugsabstand definiert eine Höhe, die entweder über oder unter Ihrer Startkoordinate liegt, die während den einzelnen Stufentiefen angefahren wird. In der Registerkarte unten kann wahlweise ein Austritt des Bohrers aus dem Material parametrisiert werden oder ein unterer Bereich einer Bohrung im Material. Die weiteren Registerkarten wie Wiedereintritt, Ausfahrt und Rückzugsbewegung können so auch einzeln parametrisiert werden. Sie können diese Bearbeitungsschritte aber auch jeweils
über den Parameter Aktivieren deaktivieren. Sie müssen mindestens 2 der insgesamt 6 Vorgänge in diesem benutzerdefinierten Bohrvorgang parametrisieren. Zusammenfassend können Sie diesen Bohrvorgang nutzen, wenn Sie wirklich jeden einzelnen Vorgang Ihrer Bohrung selbstständig parametrisieren möchten. Um Bohrungen mit sehr hohen Form- und Lagetoleranzen zu fertigen, stehen Ihnen auch mehrere Ausdreh- und Reibzyklen zur Verfügung. Insgesamt gibt es 3 Ausdrehzyklen: das Ausdrehen mit Eilrückzug und das Ausdrehen mit Spindelstopp, und 2 Reibzyklen, das Reiben und das Reiben mit Eilrückzug. Starten wir zunächst über den Softkey F1 mit dem einfachen Ausdrehzyklus. Bei diesem wird eine Ausdrehbewegung von Z-Start nach Z-Unten und anschließend wieder zurück nach Z-Start mit eingeschalteter Drehzahl und programmiertem Vorschub durchgeführt. Beim Zyklus Ausdrehen mit Eilrückzug kann der Bediener zusätzlich entscheiden, an welchem Punkt des Zyklus die Spindel ausgeschaltet wird. Die Rückzugsbewegung wird in diesem Zyklus auch nicht im Vorschub, sondern im Eingang durchgeführt. Als dritter Ausdrehzyklus steht Ihnen dann noch das Ausdrehen mit Spindelstopp zur Verfügung. Dieser Zyklus ist lediglich für Werkzeuge mit nur einer Schneide gedacht, da am Ende dieses Zyklus noch eine Freifahrbewegung für eine besonders saubere Oberfläche durchgeführt wird. Die Länge der Freifahrbewegung ist in den Programmparametern definiert. Der Winkel der Freifahrbewegung ist maschinenabhängig, beträgt aber in der Regel bei fast allen VMX-Maschinen 60 Grad. Hierbei ist die Einbaurichtung Ihres Werkzeugs relevant, damit bei der Rückzugsbewegung keine Kollision mit dem Bauteil gefahren wird. Diese muss in Bezug auf die positive X-Achse zwischen 180 und 270 Grad liegen. Die beiden Zyklen Reiben und Reiben mit Eilrückzug sind identisch wie die Zyklen Ausdrehen und Ausdrehen mit Eilrückzug. Hier ist lediglich wieder der Name unterschiedlich, damit über die Taste Korrektur in der Programmübersicht deutlich ersichtlich ist, was eigentlich gerade ausgeführt wird. Die einfachen Bohrvorgänge können auch dazu genutzt werden, zum Beispiel Bohrungen auf eine Mantelfläche zu setzen. Auch hier muss zunächst programmiert werden, was bearbeitet werden soll und anschließend wo. Wir starten mit einer einfachen Bohrung von Z-Start 2 bis -10 mit einem Durchmesser 10 mm Bohrer. Im Anschluss können Sie über F2 nächster Bohrvorgang und den Softkey F7 Drehtischbohrposition Ihre Position auf der Mantelfläche programmieren. Anders als im Dreiachsbereich arbeiten wir in diesem Bohrvorgang mit Achs-, Winkel- und Radiuskoordinaten. Die Achskoordinaten definieren die Position bezogen auf unsere Zylinderachse. Die Winkelkoordinaten die Position bezogen auf unseren Winkel auf der Mantelfläche und die Radiuskoordinaten bezogen auf unseren Zylinderradius. Genauere Informationen für die Programmierung von 5-Achs-Bearbeitungszentren erhalten Sie auch gerne von uns im Rahmen einer Schulung an einer unserer Standorte. In der Simulation sind unsere Achsbezüge deutlich zu erkennen. In unserem Beispiel sind die Achskoordinaten in Bezug auf unsere Zylinderachse, also die Z-Achse, und die Winkelkoordinaten in Bezug auf den Winkel ausgehend der X-Achse. Wenn wir das Bauteil nun etwas verdrehen, können Sie auch deutlich die Beziehung unserer Z-Koordinate aus dem ersten Bohrvorgang mit der Zylinderradiuskoordinate aus dem zweiten Bohrvorgang erkennen. Also 10 mm Tiefe in Bezug auf unseren Zylinderradius von 35 mm. Das war unser Tutorial zum Thema Bohrdatensätze. Auch wenn jeder von Ihnen wahrscheinlich schon mal einen Bohrdatensatz auf einer Winmax-Steuerung programmiert hat, hoffen wir, dass wir Ihnen weitere Features aufzeigen konnten, die Ihnen das Arbeiten an der Steuerung vielleicht doch noch etwas erleichtern. Schreiben Sie uns doch auch einfach Ihre Erfahrungen und Kommentare mit Bohrdatensätzen oder anderen Winmax-Features in die Kommentare. Und abonnieren Sie auf jeden Fall unseren Channel, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Liken und teilen Sie das Video auch gerne mit anderen, die vielleicht noch etwas Unterstützung an der Winmax-Steuerung brauchen. Auch heute möchte ich mich wieder verabschieden und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der AWT.